Karlsruhe und das Haus Baden sind historisch eng miteinander verknüpft. Und so begeben wir uns auf Spurensuche vom Prinz-Max-Palais über die Pyramide am Marktplatz bis hin zum Schloss Salem. Ja, das Prinz-Max-Palais wurde von 1881 bis 1884 gebaut, damals noch unter dem Namen Villa Schmieder. Der Bauherr war nämlich der gebürtige Karlsruher August Schmieder. 2 Jahre nach dem Tod von August Schmieder erwarb Prinz Max von Baden das Palais. Anlass dafür war seine bevorstehende Hochzeit mit Prinzessin Marie-Louise von Hannover-Cumberland. Vor dem Hintergrund der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches übernahm Prinz Max von Baden am 3. Oktober 1918 das Amt des Reichskanzlers. Er versuchte im Zuge der sogenannten Oktoberreformen ein parlamentarisches Regierungssystem unter Beibehaltung der Monarchie formell einzuführen. Unter dem äußeren Druck der Novemberrevolution, ausgelöst durch die Kieler Matrosenaufstände am 3. November 1918, verkündete Prinz Max von Baden am 9. November 1918 eigenmächtig die Abdankung des Kaisers. Am selben Tag wurde in Berlin die Republik ausgerufen. Bei Luftangriffen 1944 wurde das Prinz-Max-Palais stark beschädigt. Das Gebäude wurde wieder aufgebaut und diente nach seinem Wiederaufbau 1951 als erster Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Aber wer waren denn eigentlich die Vorfahren von Prinz Max von Baden? Und was hat dieser Schirm mit der Stadtgeschichte zu tun? Die Karlsruher Pyramide stellt die größte nördlich der Alpen dar. Nach baden-württembergischem Denkmalschutzgesetz handelt es sich um ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung, da sie eine extrem hohe stadt- und landesgeschichtliche Bedeutung hat, aber eben auch aus wissenschaftlichen und künstlerischen Gründen. Die heutige Pyramide entstand 1823 bis 1825. Eine Pyramide war genau dem Zeitgeschmack entsprechend, da seit Napoleons Ägyptenfeldzug 1798 bis 1801 eine wahre Ägyptenbegeisterung in Europa herrschte. Und gerade in Baden war man besonders Napoleon verbunden. Immerhin war ja Großherzogin Stefanie seine Adoptivtochter. Die Pyramide selber besteht aus 2 Räumen. Der obere Raum ist sehr klein und kaum betretbar. Der untere ist gewölbt, allerdings auch nicht besonders groß. Und in dessen Zentrum steht ein Sockel und auf diesem Sockel ein Relief des Stadtgrundrisses von Weinbrenner. Diese Pyramide wurde nicht wieder geöffnet bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und im Rahmen dieser Öffnung, wo alle Honorationen der Stadt Karlsruhe eingeladen worden sind, meinte einer, er hätte seinen Regenschirm, einen solchen Stockschirm in Schwarz, in der Pyramide vergessen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und nach dem Ende der Monarchie hat sich mein Urgroßvater Prinz Max hier an den Bodensee begeben, um sein großes Nachkriegslebenswerk zu erfüllen, die Gründung der Schule Schloss Salem, die dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Mein 9-facher Urgroßvater Karl Wilhelm hat die Stadt gegründet. Seither hat meine Familie das Aussehen und das Leben in der Stadt stark mitgeprägt. Zum Stadtjubiläum, zum 300-jährigen, hat meine Familie ein Denkmal gestiftet von Stefan Strumpel, das an den Gründer erinnern soll. Die Pyramide ist viel mehr als ein Wahrzeichen der Stadt. Es ist das Grab des Stadtgründers. Dafür ist es wichtig, die Totenruhe zu wahren. Deshalb wird das Grab auch nie geöffnet. Oder nur sehr selten. Das letzte Mal 1998. Ich war selbst dabei und musste feststellen, dass der Hofrat den Schirm offensichtlich eher in einer Kneipe als in der Pyramide vergessen hat.